Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf diesem Kanal. Ich bin etwas erkältet, aber möchte euch heute die erste Taktik vorstellen. Und zwar ist das Go Hog. Und ja, Go Hog besteht hier, wie ihr sehen könnt, aus Golem, Hog Riders und also Schweinen und Magiern. Gegebenenfalls Valkyren. Und auf jeden Fall Heilzauber. Und ich nehme meistens mit Erdbebenzauber, aber man kann das variieren. Man kann auch Mauerbrecher mitnehmen und dafür einen Heilzauber mehr. Ja. King und Queen. Man räumt zuerst mit den Golem und den Magiern auf, damit die Hog Rider freie Bahn haben eigentlich. Ja. Mir fehlt ein Hog, deswegen produziere ich jetzt nur mal kurz ein. Und ja. Gehen wir mal kurz auf den Clankrieg. Und ich zeige euch das jetzt mal, wie ich das planen würde. Nein, wir kennen es nur 3, die war besser. Ja. Also, ich würde einfach hier. Das wäre eigentlich eine geeignete Base. Denn hier würde ich einfach vom Mörser aus. Also warte, von dem Mörser hier über der Queen ausgehen, reingehen mit Golem und Magiern. Das primäre Ziel mit den Golem und den Magiern ist halt King, Queen, Klamburg. Auf jeden Fall Queen und Klamburg. Denn die Queen knüppelt sehr viel Schaden raus, genauso wie die Klamburg. Deswegen zuerst die. Und Bonus sind dann ein X-Bogen und King. Hier kann man natürlich alles sofort holen, weil das alles auf einem Fleck ist. Und deswegen wäre das ziemlich einfach. Grün hat hier 99% geholt. Mit Go Wipe war das. Go Wipe und angehenden Hog. Also 8 Hogs. Und ja. Wie gesagt, ich würde da einfach reingehen mit den Golems in Richtung der Queen, die Klamburg holen und so weiter. Man sollte immer gucken, wo Riesenbomben sein könnten, denn die Riesenbomben könnten sehr verheerend sein und den Hogs ziemlich schaden. Was nicht so gut wäre, denn die Hogs sind das ausschlagende Element in diesem Angriff. Und sobald die tot sind, hat man gar nichts mehr. Ja, jedenfalls würde ich von da reingehen. Wie es gerade gezeigt wird, die voraufgerufen. Dort die Erdbeben rein, dass ziemlich viel frei ist. Die Mauerbrecher dort in die 7er Mauer. Und dann halt mit den Golems rein. Und den Magiern, wie schon gesagt. Einfach nur, weil dort ziemlich viel Damage ist. Die 3 Bogi-Türme sind schon mal weg und ein Magierturm. Flächendamage ist immer blöd gegen Hogs und dann halt von der anderen Seite einfach rein mit den Hog Riders. Und dann über die Base hochheilen, über den Bogi-Turm, über die Luftabwehr und über den Mörser den Heilzauber setzen. Ja, dann halt wieder aus dem Gebäude die Bogis. Ja, das war's soweit. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal einen Angriff, denke ich mal, und setze hier einen Cut, bis ich dann einen passenden Gegner gefunden habe. Ja, und dann werde ich euch das mal zeigen, wie man das macht. Es werden auf jeden Fall gesucht, halt Gegner mit kaum Riesenbomben, wie zum Beispiel den. Hier haben wir schon einen gefunden, da muss ich gar keinen Cut setzen, das ist auch gut. Ja, der ist relativ gut, weil hier keine Doppelriesenbomben sein können. Und ja, da sind Riesenbomben vielleicht. Aber ich denke mal, dass wenn die Tesseln, wenn die Tesseln stehen und dann außen Riesenbomben. Wir werden es ja gleich sehen. Ich werde den jetzt angreifen, auch wenn es ein Overkill wird. Aber hier nur, dass ihr die Technik seht. Also hier mit Erdbeben rein. Zack. Aufgesprengt. Golem Nummer 1. Golem Nummer 2 da oben.
Die Magier hinterher. Ups, verzogen. Die Magier hinterher. So, die Valkyren. Zack. Die restlichen Magier. King, Queen. Und den Wutzauber einfach drauf, weil ich ihn habe. Ich glaube, ich werde hier nur 2 Halszauber nehmen. Die Hawks werde ich gleich von unten reinschicken. Ich hoffe, dass die noch reinlaufen. Ja, sie laufen rein. So, jetzt die Hawks. Einfach reinschicken. Ohne Probleme. Und da war schon die erste Riesenbombe. Deswegen werde ich da den Halszauber setzen. Den ersten. Zack. Queen nicht vergessen zu zünden. Ja. Die Hawks werden schön hochgehalten. Wie gesagt, die Cheslin in der Mitte. Der Riesenbomben außen. Den nächsten Halszauber werde ich dort Richtung Mörser setzen. Und man sollte halt immer so gucken, wo die Hawks als nächstes hinlaufen könnten. Denn, ja, wenn man nicht weiß, wo die Hawks hinlaufen, sind die Halszauber eigentlich nutzlos. Ja, wie gesagt, Overkill, sogar noch einen Halszauber über. Was mich nicht stört, ist vielleicht hilfreich für den nächsten Angriff, den ich machen werde. Ja. Und dann waren es schon die 3 Sterne. So. Gleich noch den Bonus abkassiert. Und wenn wir mal in den Klangkrieg gehen, sehen wir, dass oben auch relativ schöne 3 Sterne-Angriffe sind. Gehen wir erstmal den 99% Angriff, denke ich mal. Den hier grüne Gefahr gemacht hat. Und ja, hier kann ich euch mal zeigen, wo die Riesenbomben sein könnten. Hier könnte eine Riesenbombe sein. Bei Bogi und den Mauern. Wo noch? Hier könnte eine Riesenbombe sein. Bei der Luftabwehrmauer und Elixierlager. Dort Teslin. Dort eine Riesenbombe. Dort eine Riesenbombe. Oder Teslin. Oder Teslas. Und ansonsten kann ich mir nur vorstellen, dass die Riesenbomben irgendwo außen sind. Und wir gucken jetzt mal rein. Ich denke mal, die Riesenbomben werden außen sein. Denn das ist nicht gerade eine starke Base. Er geht damit rein. Geht meines Erachtens bis weiter links gesetzt, dann hätte man mehr Bereiche aufgesprengt und weniger Mauern zu knacken, aber ist okay so. Geht hier rein mit Go Wipe. Standardtaktik. Kommt ein Lavahund aus der Clan Hawk. King Queen jetzt hinterher. Die 8 Hawks, wie schon gesagt, die hat Queen schon gezündet. Weiß nicht, ob das ein Versehen war, aber war eigentlich unnötig. Hätte er vielleicht lassen sollen. Ja, das geht alles hier durch wie Butter. Ratus 10 gegen Ratus 9 halt. Und die Queen, ja, da außen waren die Riesenbomben. Noch lebt die Queen. Aber die wird gleich sterben. Den hat sie ja schon gezündet. Denke ich mal, dass sie schon gleich sterben wird. Das ist eigentlich meistens so, dass die Queen unglücklich gefokust wird. Ja. Die Queen lebt noch. Spulen wir mal vor. Es wird, denke ich mal, im Goldlager liegen. Denn er hat da kein Bogi oder so. Und da ist die Queen gestorben. Die Queen hätte vielleicht noch helfen können. War halt ungünstig, dass er die so früh gezündet hat. Die wurde sonst gar nicht mehr gefokust. Aber das kann man ja vorher nicht wissen, deswegen kein Problem. Ja, 99% ist halt in den Goldlager gelegen. Schade, schade. Ein Live-Angriff von Sapsi. Gucken wir mal rein. Und ja, er ist hier dabei, die Klammer auszuschalten. Mehr oder weniger gut. Nee,
Das wird eher nichts. Jetzt sitzt er hat nichts in der Klammerbox. Ne, kann man rausgehen eigentlich. Schade. Kleinkick sieht eigentlich ganz gut aus, aber wir haben halt unten zu wenig Sterne geholt. Wir brauchen da mehr 3-Sterne-Angriffe. Eigentlich müssten alle Neuner 3 Sterne sein. Egal welches Level die haben und wie weit die sind. Ob Maxed out oder nicht. Ja, gucken wir nochmal in den ersten Angriff an. Von unserem ersten sozusagen. Solider 3-Sterne-Angriff. Auf jeden Fall sehr gut gemacht. Ein klassischer Gobiwa-Angriff. Erwartet hier, bis die Valkyren auf jeden Fall reinziehen, das ist sehr gut. Aber ich hätte, warte, ich sag euch mal, wann ich den Boden gezündet hätte. Und zwar jetzt. Denn dann wäre der Inferno nicht so stark gewesen. Und hätte die Füßzauber nicht gebraucht. Denn solange die Valkyren irgendwann unverwundbar sind, sind die richtig OP. Aber er hat den Boden später gezündet. Aber es hätte trotzdem gereicht. Ja, es geht ja alles durch wie Butter. Max Truppen gegen einen Rusher ist halt einfach OP. Da kann man als Rusher nichts machen. Aber da würde ich sagen, selber schuld. Und ja, ihr seht einfach nur rasiert. 100% für unseren Clan. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, denn dann kommt eine neue Clan-Angriffstaktik. Und ja, man sieht sich. Bis dann.